Alter, ich komme einfach nicht vorwärts. Warum? Das seht ihr im Video. Hallo und herzlich willkommen aus Sluddy zockt und einer weiteren Partie Halma. So, fangen wir an. Immer vor richtige Bildschirm jetzt. Ich fange an. Ich vergesse ja immer das komische Bestätigen. Ja. Da ich im Video wieder recht wenig erzähle, kommen die Infos zum Spiel auf diesen Weg. Ich arbeite aber daran, meine Maulfaulheit abzulegen. Versprochen. Zurück zum Spiel. Ziel ist es, sämtliche eigenen Spielsteine in das gegenüberliegende Haus zu bringen. Natürlich gewinnt derjenige, dem dies zuerst gelingt. Ich komme einfach nicht vorwärts. Irgendwo der ist fast schon wieder bei mir. Was mache ich? Ich rede echt wenig in dieser Aufnahme. Da ich nicht gerne verliere, schon gar nicht in einem Video, konzentriere ich mich zu sehr auf das Spiel, gerade wenn es nicht so läuft, wie ich möchte. Allerdings vergesse ich darüber dann, euch etwas zu erzählen. Zack, jetzt schon wieder einen drin. Ah. Übrigens wurde Halma erst 1883 vom amerikanischen Chirurgen George Howard Monks erfunden. Damit ist es noch ein recht junges Brettspiel, wie ich finde. Ich spiele hier das deutsche Halma oder auch aus ersichtlichem Grund Sternhalma. Man kennt es aber auch als französisches Halma oder Chinese Checkers. Letzteres soll aber ein Marketing-Schachzug eines amerikanischen Verkäufers gewesen sein. Er dachte wohl mit einer vermeintlichen fernöstlichen Herkunft des Spiels dessen Verkauf ankurbeln zu können. Also. Das verliere ich wieder. Halma kann man auf einer quadratischen Grundform, doch, die gibt es tatsächlich, mit 2 bis 4 Spielern spielen. In der sternförmigen Variante lässt es sich mit 2 bis 6 Teilnehmern spielen. Ich kapiere einfach das Sprunggehalt nicht. Strategisch versuchen Halma-Spieler, möglichst lange Sprungbahnen zu erkennen bzw. zu entwickeln. Dies macht der PC in dieser Aufnahme eindeutig besser als ich. Alter, wenn ich sehe, wie der springt. Warum geht das bei mir nicht? Gleichzeitig sollte man versuchen, dem Gegner solche Bahnen zu verbauen. Ich muss einfach weiter drücken da immer.
Da solche Bahnen von allen Spielern genutzt werden dürfen, bekommt mit der Errichtung einer Bahn auch der Gegner einen Vorteil. Besonders gilt dies für Partien, in denen Spieler in das Haus des Gegners gegenüber ziehen müssen. Scheißendreck. Daraus ergibt sich Folgendes: Beim Sternhalmer zu dritt ist das Zielhaus leer, während zu Beginn einer Partie, wenn die Anzahl der Spieler gerade ist, das Ziel mit den Steinen eines anderen Spielers besetzt ist. Grundsätzlich hat man zwei Sorten an Spielsteinen, obwohl sie alle gleich aussehen. Solche, die man schiebt, und welche, mit denen man springt. Die geschoben werden müssen, halten die eigene Partie also auf. Somit sollte man darauf bedacht sein, stets genug Springer auf dem Brett zu haben. Also, das geht's nicht ehrlich. Und ich mach da einen Eckmeck. Man muss während des Spiels immer beobachten, wie viele Spielsteine welcher Sorte man gerade hat. Spielsteine wechseln ihre Sorte selbstständig, abhängig vom Zug. Ja, der ist wieder fertig. Ja, und ich mach halt auch rum, gell. Katastrophe. Genießt nun das Ende dieser peinlichen Niederlagenpartie. Ah ja, 5 Schritte verloren. Eigentlich ging die Partie mit Betrachtung des Spielverlaufs erstaunlich knapp aus. Ja, verkackt halt. Immer. Wenn ihr weitersehen wollt, wie ich verkacke, wird Zeit, dass ihr wieder mal gewinnen einmal. Also. Lasst ein Abo da, Daumen hoch, wenn ihr weitersehen wollt, wie ich hier verkacke. Lasst einen Kommentar da, was ich hier falsch mache. Aktiviert die Glocke und vor allem, das ist das Wichtigste, ja, genießt euer Leben, habt Spaß. Bis die Tage, bis zu einem nächsten Video auf meinem Kanal. Und ich sage Tschüss.